Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde von City Bus Managers aus der Hansestadt Lübeck, des weltberühmten Marzipans sozusagen, ne? Ja, jetzt nach einer doch etwas längeren Zeit und einigen Hin und Her und Probierphasen und so weiter, gibt es jetzt mal wieder ein paar neue Folgen hier zu City Bus und wir haben jetzt hier auch schon einige Fahrzeuge, die wir zuweisen müssen. Allerdings noch keine passenden Fahrzeuge auf dem Hof sozusagen stehen haben oder auf dem Hof haben sozusagen. In der letzten Folge, daran kann ich mich noch erinnern, da habe ich ja für das Wochenende hier oder habe ich das ja einmal überprüft, ob die Änderungen an den Wochenenden für die Linien da irgendwelche Änderungen sozusagen auftreten oder die angepasst werden müssen. Das haben wir jetzt alles mal überprüft. Und der nächste Schritt wird dann sozusagen sein, dasselbe jetzt auch nochmal in der Woche mit zu kontrollieren. Weil wir haben das schließlich ja auch mit in die Woche sozusagen mit übernommen. Irgendwie spinnt die Maus wieder gerade ein bisschen. Aber das ist ja auch schon allseits bekannt. So, hier für die Hoteltransfer und so weiter und so weiter. Nehmen wir wieder und auch einmal für den Shuttle-Service natürlich einmal, den wir jetzt hier unten ja ein bisschen durchführen. Dass wir dadurch die Aufgabe auch nochmal ein bisschen, oder die Fahrgäste dort besser gesagt, befördern können. Ja, was ist noch passiert? Es gab am 7. August gab es ja hier so ein kleines Update. Und zwar gibt es jetzt hier zum Beispiel tropische Büsche. Also es gibt zum Beispiel neue Pflanzungsmöglichkeiten. Ja, sieht man hier relativ groß das Grünzeug hier zum Beispiel. Nehmen wir wieder weg. Oder das hier ist ja noch wesentlich größer. Da haben wir hier unten mal ein bisschen Platz. Ja, relativ viel Grünzeug sozusagen. Und was habe ich gerade auch noch gesehen? Da war, glaube ich, noch irgendwo gerade noch eine Fackel zu sehen. Palmen haben wir sogar auch schon hier. Kieferbäume. Hier haben wir, wie gesagt, eine Fackel. Zwar nur eine Feuerfackel, aber eine Straßenlaterne würde mir mehr gefallen. Anstatt jetzt irgendwie sowas Tropisches oder irgendwie sowas zu errichten. Meine Herren, geht mir die Maus auf den Sack. So, bei den Straßen hat sich auch was getan. Und zwar Gehwege, genau, da sind die hinzugekommen. Und zwar können wir jetzt hier so zum Beispiel auch... Oh, jetzt kommen doch mal. Okay, die lassen sich nur einzeln verlegen, also nicht in so einer Doppelreihe sozusagen, sondern nur plattenweise sozusagen. Also wie gesagt, Gehwege lassen sich jetzt mehr oder weniger gesagt errichten. Aber wenn... Oh, die ganze Maus, ey. Gut, die können wir auch wieder wegnehmen. Also wie gesagt, Gehwegplatten gibt es jetzt. In der Halle oder Hallensachen hat sich nichts getan. Auch nur ganz allseits bekannte Sachen. Service Center, da hat sich auch nichts Großartiges getan. Flure. Nein, Büro. Ach, auch nichts. Pausenraum. Nö, da ist auch alles gleich geblieben. Küche, dürfte sich auch nichts. Da haben wir irgendwie jetzt eine Kommode bekommen. Da ist eine Kommode reingekommen. Die ist neu. Alles klar. Haben wir da jetzt eine Kommode bekommen in der Küche. Aber ansonsten sehe ich jetzt hier nichts Neues. Badezimmer. Auch alles gleich geblieben. Und Lagerraum. Da hat sich sowieso zum größten Teil sowieso nichts geändert. Gut. Nur habe ich jetzt eben darauf sozusagen verpennt,
die nächsten Touren sozusagen zuweisen zu können. Das muss ich jetzt eben schnell einmal durchführen. Wagen 2 muss einmal in die Werkstatt. Einmal Blinker und Motoröl können wir gleich einmal hier mit neu machen. Und dann bestellen wir auch gleich schon mal weitere Ersatzteile wieder nach. 2 Motoren, einmal Licht, 2 Blinker, Wischblätter sind genug, 2 Reifen, 2 mal Öl und 2 Keilriemen. Das sind knapp 6.000 Euro, die wir dafür ausgeben müssen, aber für den ja, für den guten Zustand unserer Fahrzeuge sicherzustellen, ist das auf jeden Fall eine Investition wert. Gut, Vertragslinie 2 und also Linie 3 und die Vertragslinie 2, das ist ja die hier. Die Israel-Dorf-Linie sozusagen. Da haben wir in der letzten Folge ja auch eine Nachricht bekommen, dass die jetzt sozusagen geänderte Fahrzeiten zum Beispiel haben möchten. Vorher hat ja die Linie so knapp um 6 Uhr gestartet, jetzt soll sie eine Stunde eher starten und auch zum Beispiel eine Stunde eher oder später enden, sozusagen. So, Fahrer 24. Fahrer 28 ist jetzt als nächstes dran. Da haben wir ihn. Können wir mal gucken, ob wir vielleicht auf Wagen 1 zumindest vielleicht innen noch irgendwie gereinigt bekommen. So, als nächstes dann Fahrer 32 auf Wagen 3. Wunderbar. So, und dann steht ja auch noch weiter im Fokus, die Vertragslinie Nummer 4 auch irgendwann mit in den Betrieb aufzunehmen. Da bräuchten wir ja noch mal, was hat er da vorgeschlagen, 3 Fahrzeuge, also insgesamt 4 plus ein Reservefahrzeug sozusagen. Und dann auch nochmal, wie gesagt, in jede Gruppe nochmal 3 Fahrer. Brauchen wir dann noch 12 zusätzliche Fahrer und 2 haben wir in der Reserveliste. So, wir haben jetzt 17 Fahrzeuge haben wir hier stehen. 2, 4, 6... 2, 4, 6, 7, 14, 21. Jo, genau. Also 4 Fahrzeuge haben wir auch noch Platz. Die würden wir hier auch noch unterkriegen. So, Fahrer 39, da unten haben wir ihn. Aber als erstes, oder wir werden das so nach und nach vervollständigen. Aber wir werden wahrscheinlich, größtenteils Wahrscheinlichkeit, Gelenkbusse benötigen. Wenn ich das Ding hier für 37.500 bekomme... Jo, habe ich bekommen, das ist gut. Brauchen wir nur noch 3 weitere Fahrzeuge, also um sozusagen den Platz eigentlich komplett voll zu machen. Dann ist die Sache eigentlich wunderbar abgelaufen. Oder haben wir rumbekommen sozusagen. Und der nächste eigentliche Schritt liegt dann sozusagen darin, die fehlenden Fahrer noch einzustellen. Und dann das Ganze hier, wie gesagt, auch noch zu... Ja, die Linie dann auch wieder in den Betrieb aufzunehmen. Würden wir ja auch bald noch einen kleinen Obolus dazu bekommen, sobald wir hier diese Aufgabe fertig haben. Dass wir 15.000 Fahrgäste befördern sollen. Das spielt ja die Aufgabe hier, der Shuttle-Service, ja auch noch relativ sehr gut mit in diese Aufgabe ja noch mit rein, weil ja auch relativ viele Fahrgäste immer zu erwarten sind. Auch schon wieder knapp 100 Fahrgäste, ein paar Mal noch. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie lange der Shuttle-Service jetzt noch verkehrt. Okay, der verkehrt heute... Nee, oder... Nee, der fängt erst heute an, okay. Also dürfte das auch noch relativ schnell durchgehen. Nur wir haben, so wie es aussieht, weil es gab ja auch eine Aktualisierung der Karte sozusagen. Und durch diese Aktualisierung, sage ich jetzt mal so, scheint es mehr oder weniger zu sein, dass wir jetzt irgendwie eine Hotelfahrtslinie oder Auftragslinie sozusagen
verloren haben. Spielt zwar jetzt eigentlich keine große Rolle. Ja, eigentlich mehr oder weniger. Also wir haben dadurch natürlich weniger Einnahmen. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, dann nehmen wir wieder eine dritte Anfrage sozusagen mit auf. Um das wieder ein bisschen nee, wir haben doch noch alle da, oder? Da ist da. Da ist da, aber... Weiß der Geier, warum das Ding nicht auftaucht. Also ich lasse es nochmal draußen, also ich deaktiviere das mal wieder. Ich weiß nicht, ob es, oder... Ob die da irgendwelche Änderungen haben, keine Ahnung. Ach. Mindestens ein. Das ist interessant. Das zeigt er jetzt hier unten auch an. Ich glaube, das ist neu. Das war vorher noch nicht da. Mal gucken, was er hier anzeigt. Ja, sagt er, wie gesagt, auch 3 Fahrzeuge, 3 Fahrzeuge. Das ist sehr gut. Das ist gut zu wissen. Dass sie da auch sozusagen so eine Anzeige hinzugepackt haben. Weiß man dann jetzt genau, wie viele Fahrzeuge, wo man jetzt sozusagen, wie viele Fahrzeuge man benötigt. Das ist eine wirklich sehr gute Sache, dass sie das mit hinzugefügt haben. Also damit bin ich wirklich zufrieden. Jetzt fehlt es eigentlich nur noch Fahrer 25, mir Socha. Hey, ich wollte nur mal sagen, dass ich extrem glücklich mit der Arbeit hier bin. Es freut mich sehr für die Firma zu arbeiten und ich hoffe noch auf viele weitere Jahre. Das hoffen wir natürlich selbstverständlich auch, dass du hier bei uns im Betrieb so lange bleibst, bis du sozusagen in deinen Ruhestand gehst sozusagen. Das wäre für uns wirklich lobenswert und auch natürlich wünschenswert sozusagen, ne? Gut, aber man kann schon jedenfalls sehr gut sehen. Die letzten Fahrzeuge sind noch unterwegs. So wie es aussieht, einmal auf der 2 und einmal noch auf der 1. Da sind die letzten Umläufe unterwegs. Wenn ich irgendwo hin muss, benutze ich immer die Busse der LÜ-Busse. Die Fahrer sind immer großartig, sie halten an jeder Haltestelle und haben einen großartigen Fahrstil. Wenn ich in den Bus steige, fühlt es sich wie zu Hause an. Okay. Ich muss sagen, dass die LÜ-Busse, Busgesellschaft, eines der besten Busunternehmen in meiner Umgebung ist. Sie haben immer freie Plätze im Bus. Dankeschön. Klingt wenigstens vernünftig als das obere hier, wie zu Hause. Hört sich ein bisschen merkwürdig an. Okay, das ist derselbe Text wie oben. Die Preise werden langsam unerschwinglich. Da gucken wir doch auch nochmal rein. Ja, geht alles momentan zurück. Aber einmal Lieferant für... erst ab Montag 16 Uhr würden uns die benötigten Ersatzteile zugestellt werden. Na klasse. Wir haben ja aber auch noch einiges auf Lager. Also können wir noch einige defekte Fahrzeuge sozusagen mehr oder weniger noch instand setzen. Solange bis wir die Teile sozusagen ausgebraucht oder erschafft haben sozusagen. Bis dahin sozusagen. So, wir haben hier auch noch einen Forscher drin. Haben wir denn eigentlich momentan überhaupt was zu erforschen oder gibt es da überhaupt was Neues? Busprioritäten für Linien freischalten, Fahrkartenautomaten freischalten. Also sind da auch nochmal 2 neue Sachen dazugekommen. Das wird auch interessant werden, wenn wir die Sache mal haben. Das könnten wir bald erforschen. Fahrkartenautomaten. Heißt das Fahrkartenautomaten für die Haltestellen oder in den Fahrzeugen? Das wird interessant werden. Besseres Essen für die Mitarbeiter, automatische Reparatur, bla bla bla. Das haben sie damit zusammengetan. Nee, ansonsten ist eigentlich alles beim Alten geblieben. Sehe ich jetzt hier eigentlich nichts Neues. Bis auf diese beiden Felder. Okay, Fahrkartenautomaten kosten 90.000, also sind nicht kostenlos sozusagen.
Buspriorität für Linien freischalten. Das fühlt sich interessant an. Und ich, Depp, hat schon wieder vergessen, Fahrzeuge wieder zuzuweisen, ne? Klasse. Verspätungen wieder auf den vielen Linien. Schande. Fahrer 10, Fahrer 11 und Fahrer 12. So, als nächstes Fahrer 25. Nur wenn man jetzt hier mit dem Mausrad runtergeht, muss man relativ viel dran drehen. Oder vielleicht finde ich da irgendwas in den Einstellungsmöglichkeiten, um da vielleicht irgendwas anzupassen. Muss ich dann gegebenenfalls, je nachdem, einmal schauen, was es da so gibt. Fahrer 29 und Fahrer 33. Für die auf der Frühschicht. Dann ist Fahrer 34 noch da. Aber der dürfte sich ja auch noch relativ schnell oder dementsprechend bald melden. So, aber wie gesagt... Oder haben die sich irgendwie zusammengetan? Keine Ahnung, weil wie gesagt, es werden hier noch 3 Sachen angezeigt. Burgtor, Pferdekutschmuseum und Stadion Lohmühle. Aber Lohmühle ist hier noch nicht mehr zu sehen. Na, vielleicht ist das jetzt irgendwie so eine Art Dauerlinie oder irgendwie sowas. Weiß der Geier, was das jetzt für ungefähr sein soll. Aber das werden wir wahrscheinlich noch irgendwann dementsprechend mehr oder weniger auch irgendwann herausfinden. So, der hat jetzt gute 20 Minuten Verspätung. Das ist ja aber auch klar, da wir das Fahrzeug relativ spät losgeschickt haben. Aber dafür haben wir auf den Linien oder auf der Linie oder auf fast allen Linien sozusagen eigentlich relativ viele Punkte, wo er die Verspätung ja wieder reinholen kann. Sieht man ja auch, er hat jetzt vom Hauptbahnhof zum Beispiel aus gesehen relativ viele Minuten wieder reingeholt. Und jetzt ist er eigentlich wieder im Plan. Da hat sich wenigstens diese Sache zum Beispiel auch schon mal ausgezahlt. Also lohnt sich da, wie gesagt, die Linien einmal vor sich anzugucken, um zu schauen, wo kann man hier und da vielleicht zum Beispiel sogar noch Minuten nochmal oben drauf packen, um die Verspätung doch noch ein bisschen zu reduzieren zu können, ne? So, dass die Fahrgäste es dann auch, wie gesagt, wesentlich angenehmer haben, so dass sie sich dann nicht abhetzen müssen oder im schlimmsten Fall dann irgendwie die Fahrer dann auch irgendwie gestresst sein könnten. So, Fahrer 41 wieder auf dem Shuttle-Service. Da macht das große Fahrzeug natürlich auch wieder selbstverständlich Sinn. So, und wir brauchen, bis Geld brauchen wir sowieso, das brauchen wir immer. Das braucht ja jeder. Nur eben, um eben halt in die Zukunft planen zu können. So, jetzt sollen wir irgendwelche Fahrzeuge wieder betanken. Wagen 15 können wir mal ein bisschen betanken. Da ist es mehr oder weniger fast nötig. Aber weitere Fahrzeuge zum Betanken haben wir jetzt so im Grunde eigentlich nicht. Und so wie es eben gerade aussah, ist der Dreier auch stadteinwärts. Also stadteinwärts Richtung Lübeck. Auch wieder relativ voll. Er hat noch hier wieder ein paar Minuten Verspätung irgendwo reinbekommen. Weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das angepasst habe oder nicht. Aber er ist ja mehr oder weniger schon in leicht rötlichen Bereich. Ja, jetzt wird er voll. Jetzt ist er fast überfüllt. Ja. Yeah. Okay, er kriegt zwar nicht fast alle Fahrgäste mit. Da warten jetzt viele auf die Linie 1. Okay. Und da haben wir auch die Linie 1 zum Beispiel. So, mal schauen. Da warten jetzt 73 Fahrgäste. Und der Rest will mit der 4 fahren. Aber reicht das überhaupt noch aus, um die noch alle mitzunehmen? Also, ja.
Also wir brauchen... Ja, ich hätte auch schon eher auf Gelenkbusse setzen müssen. Ne? Das Fahrzeug ist schon sehr voll. Ja, jetzt haben wir da keinen Platz mehr. Okay, alles klar. Wahrscheinlich hatte ich das auch vorher schon irgendwie geplant gehabt, aber aus irgendeinem Grund, an den ich mich leider nicht mehr erinnern kann, wollte ich ja wahrscheinlich vielleicht sogar auch schon vorher schon Gelenkbusse einsetzen. Aber ich kann mich irgendwie nicht mehr dran erinnern. Und wie sieht stadteinwärts aus? Stadtauswärts ist ja auch schon relativ, oder ist er ja tiefrot. Aber wie sieht es stadteinwärts aus? Ja, wird langsam. Aber es ist noch ertragbar, so würde ich das sagen. Na, jetzt wird er auch wieder langsam leerer, okay. Aber umgekehrt könnte das immer wieder ein bisschen voller werden oder mehrere Fahrgäste werden sozusagen, ne? Werden auch vielleicht, aber die Linie 2, also die Vertragslinie hier. Jetzt haben wir hier auch eine Hotelfahrt und ansonsten auch die Linie 2 wieder mit drin. Also kann man schon mal sagen, da ist auf jeden Fall mehr los auf dieser Tour. Auf der Linie 2. So, Fahrer 14. Und einmal Fahrer 15. Ach, da habe ich jetzt vergessen. Hier noch die passende Fahrzeug nochmal der Linie einzupassen. Also nicht anzupassen. Fahrzeugnummer Wagen 18. Und einmal 018. Habe ich da überhaupt ein G reingesetzt? Nee, habe ich nicht. Gut, dann lassen wir das hier auch so. Machen wir das hier nicht weiter. Aber egal. Egal. So, jetzt sind fast alle Fahrzeuge zugewiesen, bis auf Wagen 10. Der ist noch frei. Und wenn wir jetzt zum Beispiel diese Shuttlefahrt dort unten nicht hätten, dann wäre noch ein weiteres Fahrzeug sozusagen zur Verfügung und natürlich auch noch ein weiterer Fahrer, je nachdem. Aber da ist ja, glaube ich, ja sowieso ein Reservefahrer mit unterwegs. Also, ja. Eigentlich relativ ganz locker zu sehen, das Ganze. So, Linie 3, da brauchen wir ein Solo-Fahrzeug, das ist auch perfekt. Da ist auch noch einer da, wie gesagt, Wagen 10. Und der nächste in der Liste ist Fahrer 26. Da haben wir ihn, wunderbar. Wagen 6, einmal tanken und einmal eine Innenreinigung durchführen. Aber da müssen bald auch noch weitere Fahrzeuge reinkommen. Da kommt, glaube ich, jetzt noch einer. Ja, genau. Der hat jetzt... Der Fahrer, so wie es aussieht, gleich Dienstschluss erstmal oder sowas in der Richtung. Einmal nur eine Außenreinigung machen. Hoffe, dass Wagen 6 relativ schnell durch ist. Aber Wagen 5 würde von der Größe her auch noch passen, um auf der Linie 3 eingesetzt werden zu können. Gut, oder kommt da noch was anderes rein? Der kommt vermutlich rein. Ja, der kommt rein. Der hat noch was vor sich. Der hat auch noch was vor sich. Okay. Also, ja. Wagen 6 ist fertig. Aber wir warten lieber auf Wagen 5. Da ist er dafür ein bisschen größer. Also von der Fahrgastmenge sozusagen größer. Und deswegen auch ein bisschen besser dafür geeignet als Wagen 6. So, da kommt jetzt unser Wagen Nummer 1. Ein Citaro. Standardversion sozusagen. Kein Facelift oder sowas, sondern die ganz normale Standardausführung. So würde ich das jetzt mal so betrachten. Können wir den eigentlich auch nochmal zum Tanken schicken. Dasselbe gilt auch für Wagen 1. Mal schauen, vielleicht schlägt sich das ja irgendwie hier mit aus. Wenn ja, wäre das groß. Ja, hat es auch. Große Klasse. Wunderbar. Dann sollen wir jetzt insgesamt 12.000 Fahrkarten verkaufen. Hier brauchen wir einmal Scheibenwischis. Hier eine Innenreinigung. Gut, das hat sich ja wieder erledigt. Wunderbar.
So, und dann sollen wir jetzt, wie gesagt, 12.000 Fahrkarten zusammen bekommen. Ja, auch wieder so eine ganz kleine, oder nicht kleine, sondern etwas längere Aufgabe. So eine mittel- bis schwere Aufgabe sozusagen. Hängt dann natürlich auch immer ganz von der Region ab, wo man hier natürlich unterwegs ist. Wenn das in Hamburg wäre, wären das vielleicht sogar um die schon vielleicht 40, 30.000 Fahrgäste. Und in anderen Regionen dann vielleicht gesagt auch gegebenenfalls weniger. Aber kann man nie genau vorher sagen. So, hier auch einmal tanken, einmal sauber machen. Hier ist die Innenreinigung sogar noch notwendiger. Ich glaube, Wagen 7 war, glaube ich, auch auf der Linie 1 unterwegs gewesen. Hier können wir zur Not auch noch einen Reservefahrer einsetzen. Bei den ganzen Hotelfahrten, Shuttle-Service und so alles, was er hier hat. Obwohl, da würde er einen Gelenkbus sich anbieten, ne? Da wäre ein Gelenkbus eigentlich eher angebracht, aber Shuttle-Service. Da kommt jetzt aber allerdings erstmal wirklich gesagt kein Gelenkbus erstmal rein. Hier brauchen wir auch einen. Zweimal regulär auf der 2 und einmal eine Hotellinie. Das wird nicht einfach, Kinder. Das wird nicht einfach. So, jetzt haben wir einiges, was wir wieder erforschen könnten. Weitere Fahrzeuge. Verbrenner wie E-Fahrzeuge und Klimaanlagen und Audioguides-Geräte. Audioguides-Geräte würden nur Sinn machen, wenn wir auch natürlich Sightseeing-Busse sozusagen hätten, aber die haben wir leider nicht. Gut, hier muss ich dann das größte Fahrzeug erstmal einsetzen, das wir momentan zur Verfügung haben. Das ist, glaube ich, Wagen 1 oder Wagen 4, je nachdem. Hier warte ich noch einen kleinen Moment in der Hoffnung, dass doch noch irgendwie ein Shuttle-Service wieder reinkommt. Doch, hier haben wir... Ja, der ist zu spät. Der hätte vor 16 Uhr zurück sein müssen. Ne, da kommt keiner pünktlich rein. Okay, alles klar. Fahrer 36, 36, 36. Na, wo haben wir ihn denn? Wo ist Fahrer 36? Habe ich doch, glaube ich, noch eben gerade gesehen gehabt. Gut, nehmen wir eben kurz mal Fahrer 42. Muss ich kurz mal gucken. Fahrer 36. Oder war das der gerade, der eine Fortbildung genommen hat? Ja, der ist auf Fortbildung. Okay, alles klar. Dann ist die Sache geklärt. Aber für solche Fälle haben wir ja, wie gesagt, eben halt auch Reservefahrer im Petto. So, Fahrer 17 müsste dann jetzt dran sein. Oder 18. Na, kommt. Da, Fahrer 17 auf Wagen 3. Matty Prey oder Matty Prey oder wie es ausgesprochen wird. Hallo Chef, hier ist Busfahrer. Ich freue mich sagen zu können, dass wir hier bei der Arbeit aktuell viel Spaß haben und hoffe, es bleibt weiterhin so eine positive Atmosphäre. Das hoffen wir natürlich auch. So, dann haben wir gleich den nächsten Umlauf auf der Vertragslinie sozusagen. Wird jetzt auch kein Gelenkbus angepasst. Haben wir auch, wie gesagt, auch nur diese 3 Fahrzeuge zum Kauf drinnen, sozusagen. Den könnten wir gegebenenfalls zuweisen, aber auch nur gegebenenfalls. Na, jetzt fährt er zurück, alles klar. Hier können wir jetzt nochmal einen normalen Bus einsetzen. Fahrer 18.
Fahrer 19. Ja, da bin ich wie gesagt ein bisschen vorsichtiger. Also da würde ich lieber noch einen Gelenkbus einsetzen. Sicher ist sicher, aber jetzt müsste ja auch der... Ja, Ticketverkauf ist auch wieder angestiegen. Das ist sehr gut. Gestern hatten wir, wie gesagt, auch noch Gewinn gemacht, aber wir haben jetzt schon wesentlich mehr eingenommen als gestern oder sind sozusagen fast auf dem gleichen Niveau. Na gut, welches Fahrzeug haben wir denn jetzt hier? Wagen 11. Sehr gut, Wagen 11. Fahrer 20. Hier bräuchten wir auch noch einen Gelenkbus. Mal schauen, wer denn oder welches Fahrzeug das nächste ist, was reinkommt. Da haben wir doch. Wagen 14 kommt jetzt rein, das ist gut. Der kommt dann jetzt gleich einmal auf die Linie 2. Und dann geht es auch schon wieder weiter. Müssen wir sonst einmal nachtanken. Fahrer 27 wäre als nächstes. Und von der Zeit her müsste das Nachtanken eigentlich noch reichen. Ja, reicht auch noch aus. Wunderbar. Dann haben wir auf jeden Fall keine Sorgen oder Befürchtungen zu befürchten sozusagen, dass das Fahrzeug dann wegen Spritmangels dann sozusagen liegen bleiben könnte. Gut. Knapp 2000 Fahrkarten haben wir ja auch schon fast zusammen, die wir hier schon bis jetzt schon fast gut verkauft haben. Aber die Aufgabe dürften wir eigentlich auch relativ schnell zusammenbekommen. Besonders jetzt haben wir hier noch weitere Hotelfahrten und sogar auch alles fast auf einer Linie. Das gefällt mir persönlich sehr gut. Müssen sich dann die Fahrer sich nicht so irgendwie großartig verrenken oder sowas in der Richtung, ne? Gut, das nehmen wir einmal so an. So, hier haben wir auch 3 Haltestellen wieder. Einmal außerhalb Lübecks, einmal oben am Hauptbahnhof und dann geht es hier wieder zurück. Zurück und wieder zurück. Wunderbar. Von den Fahrgastzahlen ist es auch perfekt. Da muss man sich auch dann keine Sorgen drum machen, dass die nicht ausreichen oder sowas in der Richtung. So, die Zwischenschichtfahrer oder beziehungsweise Fahrzeuge kommen wieder rein. Dann, also die Spätschicht ist ja sowieso schon längst am Laufen. Aber die letzten Zwischenschichtler sozusagen, oder sind, wie gesagt, auch wie man ja schon sehen kann, auch schon alle wieder zurück. Und die Spätschicht tut auch schon ihr Gutes sozusagen. Für die Spätschicht sozusagen. So, dann haben wir doch wieder finanziell ein bisschen was zusammengespart. Hier wäre auch wieder ein Fahrzeug, was wir uns erlauben könnten. Für gute, na komm, ich will für das Ding 40.100 ausgeben. Das haben wir auch geschafft, oder besser gesagt bekommen. Das ist dann Wagen 19, LB 019. Sehr schön, sehr schön. Also Fuhrpark wächst auch schon mal. Ja, hängt auch natürlich davon ab, dass wir auch natürlich, wie gesagt, eine weitere Linie haben, die wir mit in den Betrieb aufnehmen wollen. Dann gucke ich schon mal in der Zwischenzeit nach weiteren Fahrern.
Was haben wir denn hier? Anfänger. Was bekommt denn nochmal ein Anfänger? Hier bei uns. Profi, Azubi. Azubi, Anfänger, da. 12 Euro. Ja, der dürfte auf jeden Fall anfangen. Wunderbar. Haben wir schon wieder 2 weitere Fahrer auch wieder mit dabei. Ach, ich lasse jetzt wieder was hier. Insist for you, I'm... Entschuldigung, das war eigentlich nicht gerade so geplant. Fahrer 44, wunderbar. Und die muss ich dann jetzt auch noch erstmal hier mit in die Reserveliste hinzufügen. Perfekt. So. Auch Wagen 5 ist wieder defekt. Einmal Licht, einmal Motoröl gleich mit neu machen. Hier ist alles tippitoppi. Also sozusagen auf den ersten Blick. Aber der zweite Blick trübt. Und da muss dann Wagen 3 einmal kurz zur Tankstelle. Und hier haben wir noch Wagen 14. Der macht noch seine letzte Runde. Achso, Wagen 6 ist auch noch unterwegs, aber der ist schon auf dem Weg zurück ins Depot. Das ist doch schon mal sehr nett. Sehr, 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 sehr nett. So, wir waren jetzt eben Gruppe 3. Dann kommt jetzt Gruppe 4. Beginnt mit Fahrer 7 und Fahrer 8. Nehmen wir da Wagen 1. Reicht dafür noch vollkommen aus. Wagen 6. Da ist auch alles in Ordnung. Und hier haben wir wieder zweimal die Linie, oder dreimal die Linie 2. Auch für Wagen Fahrer 8, auch für Wagen 4. Vollkommen ausreichend. Haben wir noch irgendwas hier zu tun, anzupassen? Nein, wunderbar. Dann springen wir jetzt einmal kurz mal rüber, bisschen in die Zukunft. So, was ist denn jetzt das nächstgrößere Fahrzeug, was wir haben? Hier 83. Achso, Wagen 10 ist auch noch einer, auch noch ein Capacity so. Gut, okay, alles klar. Dann habe ich mich da leicht versehen. Alles klar. Hier würde ich schon dann einen Gelenkbus besser sicherheitshalber einsetzen. Hier reicht Wagen 7 oder gegebenenfalls Wagen 9. So, Fahrer 24, auch die Linie 1 wieder. Da reicht Wagen 9 noch vollkommen aus. Linie 2, da würde ich wieder einen Gelenkbus sicherheitshalber einsetzen. Fahrer 28 und Fahrer 32 auf Wagen 3. Jo, genau, ne, ja, so können wir das auch umsetzen, durchführen. Müsste ja eigentlich auch mehr oder weniger klappen. So, wieder die Linie 3. Fahrer 32 haben wir zugewiesen, kommt dann als nächstes Fahrer 39 und darauf dann gleich noch Fahrer 40. Dann ist die Frühschicht auch zugewiesen und dann geht es auch gleich weiter mit der Übergangsschicht oder Wechselschicht sozusagen. Das haben wir ja vor. Nur bis dahin müssen wir eben halt noch ein bisschen hinarbeiten, bis wir hier genügend Fahrzeuge und sowas alles da haben. Kredit haben wir hier auch noch am Laufen. Den hier müssen wir nach und nach, wie gesagt, zurückbezahlen. Ja, Ticketverkäufe sind auch wieder noch relativ positiv zu betrachten, also relativ stark angestiegen. Das ist gut. Das erfreut doch einem sehr. Also so einen erhöhten Fahrkartenverkauf.
Ja, sind zwar immerhin noch 10.000 oder circa 10.000 weniger als am Freitag, aber wesentlich mehr als am Samstag bzw. am Sonntag. Jo, das ist doch sehr erfreulich, das Ganze hier. Das ist doch sehr erfreulich. Und sehe ich da jetzt noch irgendwas, was mir da jetzt noch irgendwas Besonderes auffällt? Haltestellen, nein. Statistik. Fahrgastzahlen. Ja, leicht erhöht. Hier hatten wir ja mal Stadtfest sozusagen gehabt. Linie 2, fast auf demselben Niveau wie damals bei einem Stadtfest sozusagen. Und die 3, die läuft ja jetzt quasi erst seit einer Woche. Ja, aber sind auch schon relativ, wenn man es so betrachtet, um 1000 Fahrgäste mehr als zu Beginn der Linie. So, jetzt kommt Fahrer 40. Achso, nee, nicht Fahrer 40. Shuttle Service. Fahrer 41, um genau zu sein. Wunderbar. Hier haben wir wieder den Zweier. Auch wieder relativ sehr voll. 56. Wie viel, da wollen wir mit der Linie 3 fahren. Okay. Da kommt der ja auch schon. Hat auch wieder ein paar Minuten Verspätung. Und so weiter und so weiter. Was 55 Fahrgäste sind an Bord. Okay. Was können wir denn hier nochmal gucken? Umsatz, Verspätung, Auslastung. 65, sonst 34%. Auch so um die 30. Und im Durchschnitt so 34, so 30er Quote sozusagen. Wäre schön natürlich, wenn es mehr Fahrgäste sind. Aber leider nicht. Verspätung. Linie 1 auch relativ sehr vernünftig. Linie 2 fast um eine Minute verspätet, wenn man es so betrachtet. Und Linie 3 auch noch alles regelkonform oder hinnehmbar sozusagen. Ne? So, jetzt können wir hier Fahrer 40 zuweisen. Sehr schön. Ein großes Fahrzeug. Hier mit Fahrer 1 braucht auch wieder ein großes Fahrzeug. Für die Wechselschicht sozusagen, ne? Wartezeit im Service Center auch wieder 15 Minuten. Es sind alle Schalter offen, okay. Aber die hatten wohl, so wie es aussieht, alle gerade Pause gehabt. 8 haben wir auch noch da. Stelle ich da nochmal ein. Achso, okay, schade. Dachte, der würde bei uns anfangen, aber so wie es aussieht, leider nicht. Ist er mit unserem Angebot nicht zufrieden. Fahrer 10. Fahrer 11. Und einmal Fahrer 12. Wagen 5 reicht da vollkommen aus. Okay. Gut, besseres Essen haben wir erforscht. Das ist doch auch schon mal wieder eine gute Sache für unsere Angestellten. Jo, und ansonsten müssen wir hier noch einen kleinen Moment warten, bis es wieder weitergeht, sozusagen, ne? Mit Zuweisungen und so weiter und so weiter und so weiter. Anleger 6, Anleger 1, okay, alles klar. Ich glaube, das ist irgendwie Skandinavien oder sowas. Keine Ahnung. Bin mir da jetzt nicht so ganz sicher. Oder das müsste, glaube ich, hier irgendwo sein. Schwer zu sagen, wo das jetzt sich jetzt genau befindet und so alles, ne? So, Linie 3. Fahrer 12 ist weg. Dann kommt Fahrer 25 auf Wagen 8. Sehr gut. Gut, und dann haben wir ja schon wieder einiges geschafft. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, würde mich sehr freuen, wenn ihr einmal den Kanal abonnieren würdet. Und natürlich
Nicht vergessen, den Kanal zu aktivieren und natürlich nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, ne? Bis denn und tschüssi!